kannst dich nicht entscheiden, ob du lieber eine Exzenterpoliermaschine oder eine Rotationspoliermaschine haben willst. Die Mitte sind zwangsangetriebene Exzentermaschinen. Flex hat eine neue auf den Markt gebracht, die gucken wir uns in diesem Video mal an. Tag, wie man in Berlin sagt. Wir wollen uns jetzt mal angucken, was im Bereich zwangsangetriebene Exzenterpoliermaschinen so Neues auf dem Markt ist, beziehungsweise konkreter für welchen Anwendungszweck eine zwangsangetriebene sinnvoll ist. Viele von euch kennen wahrscheinlich noch das Urgestein der Zwangsexzenter, die erste und lange Zeit einzige Zwangsexzenter auf dem Markt, eine Erfindung der Marke Flex, die weltberühmte XC3401 VRG heißt sie richtig. Viel benutzt, viel geliebt und auch mit einigen Schwachstellen. Die hat Flex jetzt versucht auszumerzen und ob das geglückt ist, wollen wir uns mal anschauen. Für alle, die die 3401 noch nicht kennen, möchte ich sie trotzdem noch mal kurz vorstellen. Wie gesagt, lange auf dem Markt, wirklich eine beliebte Maschine mit vielen Stärken. Ganz wichtig jetzt zu betonen, dass sie vielleicht ein paar Schwächen hat. Das ist einmal der quasi nicht wechselbare Stützteller hier vorne, die Metallgehäuseabdeckung dort hinter, die wird sehr heiß und ist ein echter Petfresser. Also die Maschine killt Pets am laufenden Band. Ganz berühmt natürlich der Griff vorne, der hat eine hohe Ergonomie, ist geliebt oder gehasst. Da gibt es wirklich beide Versionen. Sehr vibrationsstark die Maschine und extrem laut. Also wirklich, wer diese Maschine schon mal benutzt hat, kreischende Kreissäge. Die muss man wirklich auf Dauer mit Kopfhörern genießen oder damit arbeiten, weil die geht wirklich in die Ohren und tut weh. Ansonsten wirklich eine starke Maschine auf dem Lack. Sehr gute Allrounder, gerade für das Auto hinter mir. Deswegen haben wir so eins ausgesucht. Ist eine Zwangsex, wirklich eine gute Maschine. So, wir dosieren etwas Politur auf unsere Maschine, tragen entsprechend auf dem Bauteil auf und was sofort auffällt, die Zwangsexzenter mag gar keinen Grip. Das heißt, wir müssen die Schmierung gut herstellen, entweder ausreichend Politur verwenden oder bei einem sehr empfindlichen Lack, wo wir nicht so viel Schleifkörper haben wollen, müssen wir ein Pet Primer oder entsprechendes, ich sag mal, Gleitmittel mitverwenden, was halt einfach meinen Polierschwamm feucht hält, weil sobald die Maschine Grip kriegt, zieht sie mir aus der Hand, ich muss wirklich gegenhalten und die fängt an zu ruckeln. Deswegen ist das immer sehr wichtig. Man sieht auch ordentlich hier die Vibration in meiner Hand und in meinem Arm. Also es war auch echt wirklich anstrengend, so zu arbeiten. Politurverteilung im Pad ist hervorragend. Und auch wenn wir uns das Polierbild auf dem Lack angucken, wir haben schön gleichmäßige, ich sag mal, Bewegungen. Das ist immer ein Indikator dafür, dass wir ein gleichmäßiges Polierbild haben. Und von daher sehr zufriedenstellend, aber halt harte Vibration. Im Vergleich dazu deutlich leichter die neue XC10-825, auch ein holpriger Name. Diesmal wirklich ein passender 125 mm Stützteller. Man kann sich das, wenn man die mal nebeneinander betrachtet, diese komischen Größenverhältnisse wirklich gut mal betrachten. Gibt es auch optional einen 150 mm Stützteller, den ihr darauf packen könnt, von daher auch für große Flächen geeignet. Lässt sich einfach über die aus den neuen Maschinen bekannten Torx-Schrauben lösen. Hat den auch aus der Rotationspoliermaschine und der XFE, der Freiläufer-Exzenter, bekannten Soft Grip oben. Deutlich leichter als die 3401 und ansonsten im Gehäuse der neuen Flex-Maschinen, sage ich mal, ist natürlich auch bei der Produktion einfach effizienter. Von daher kommt die in der Hand einem bekannt vor und auf den ersten Blick ist sie quasi nicht von der XFE Freiläufer zu unterscheiden. Es ist auch dabei geblieben, der Gasgriff ist wirklich gut zu erreichen. Tendenziell für Rechtshänder ausgelegt, die Maschine da. Die Stufenverstellung, ihr seht es hier an der leeren Seite, nur auf der Seite vorhanden ist, aber lässt sich auch mit ein bisschen Gewöhnung mit links wunderbar bedienen. Wie gesagt, ist die neue Flex-Maschinenform, hat sich ein bisschen geändert. Vorne der Soft Grip ist einfach so ein bisschen neues Handling, aber fühlt sich gut an und ist vor allen Dingen ein Tick leichter geworden. Und auch bei der neuen dosieren wir 4 etwa haselnussgroße Tropfen auf das Pad, verteilen es auf dem Bauteil mit einem neuen Polierschwamm, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen und verteilen immer erstmal auf Stufe 1. Der Vorteil bei der Zwangsexzenter, wir brauchen durch den Doppelantrieb nicht ganz so viel Drehzahl, nicht ganz so viel Stufenleistung, sondern können hier entspannt fahren. Und man sieht auch hier schön freie Drehbewegung, auch in den Rundungen und Kanten dreht sich schön frei. Viel weniger Vibration, eher so leichte Schwingungen. Ne? Das passiert an dem Bauteil, wo das Pad einfach so ein bisschen stark walkt, aber man kann super in die Rundung reinarbeiten. Keine Hitzeentwicklung auf der Oberfläche und hat auf jeden Fall ein viel gleichmäßigeres und weniger anstrengendes Polierergebnis. Man sieht es auch an meinen Armen, die sind nicht ganz so angespannt. Insgesamt vom, ich sag mal, Lack- und Polierbild genauso gleichmäßig. Auch die Politur verteilt sich optimal im Pad. Von daher da kaum ein Unterschied, aber gerade die Ergonomie und der Komfort beim Arbeiten ist dort deutlich gesteigert. Insgesamt kann ich sagen, eine zwangsangetriebene Exzenter ist für alle, die einen Allrounder suchen und sagen, sie wollen sich jetzt nicht gleich 3, 4, 5 Maschinen in den Fuhrpark holen sozusagen.
ist die Zwangs-Exzenter auf jeden Fall eine gute Variante eben zu einer großen Auswahl. Sie kann vom Cut in Richtung Rotation mithalten, im Finish ist sie aber ebenso brillant und verursacht keine Hologramme. Einzig die Handhabung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie doch etwas mehr zieht als eine Rotationsmaschine, weil wir eben Hub und eine Drehung haben. Das bedeutet, man muss einfach sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber auch nach 3, 4, 5 Bauteilen hat man es da eigentlich drin und kommt mit der Maschine ganz gut klar. Man weiß auch irgendwann, okay, in der Ecke muss ich jetzt mal in die Richtung gehen. Und vor allen Dingen merkt man bei der Maschine schnell, wenn sie trocken läuft, weil dann fängt sie richtig an zu zicken. Was ja nicht schlecht ist, denn wir wollen ja eh nicht trocken polieren. Zur Frage, ob man sich eine XCE 10-8 kauft, wenn man schon eine 3401 hat, ist ganz klar zu sagen, ihr habt es in der Lautstärke gesehen, die ist bedeutend leiser. Ja? Und diese 10 Dezibel Unterschied sind fürs Ohr noch ein wahnsinnig großer Unterschied. Plus die ganze Handhabung ist alleine durch diese Vibration schon viel angenehmer. Bei der 3401 schlackert einem echt der Arm. Also das kennt man noch von den Einsteiger-Exzentern damals. Deswegen würde ich sagen, wer sagt, okay, ich habe die 300, 400 Euro noch übrig und möchte einfach mal in Ergonomie und einfach einen Arbeitsplatzkomfort investieren, kann sich die Maschine holen. Von der Leistung, glaube ich, am Ende kommen beide aufs Gleiche hinaus. Und wer eine funktionierende 3401 hat, kann auch mit der super arbeiten, wenn ihn diese ganzen Faktoren nicht stören. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass der PET-Verschleiß, der ist natürlich durch diese Hitzeentwicklung deutlich höher. Das wäre auch noch ein Aspekt, den man berücksichtigen würde. Ich finde, in der Handhabung machen sich beide gut. Natürlich, die neue ist deutlich ruhiger, deutlich leiser, vibriert weniger und zieht auch weniger in verschiedene Richtungen. Und wer die Flexpoliermaschinen gewöhnt ist in ihrem neuen Gehäuse, kommt auch mit der Maschine super klar, weil sie sich nämlich genauso anfühlt. Im Gegensatz zur 3401, wo die Handhabung anders ist und die Maschine sich einfach ganz anders anfühlt. Aber auch, wie gesagt, wer die 3401 gewöhnt ist, kennt das ja. Von daher muss das am Ende jeder selbst entscheiden. Ich kann beide Maschinen empfehlen. Ich kann generell auch Zwangs-Exzenter empfehlen. Wir haben ja wirklich viele Maschinen und selbst bei uns findet sie ihren Anwendungszweck. Durch den geringeren Hub habe ich halt den Vorteil, weniger Grauschleier zu haben als bei einer großhubigen, bei einem ähnlichen Cut-Vermögen. Wer noch mehr Videos zur Maschine sehen will, schreibt es bitte hier in die Kommentare. Wir können auch mal einfach mal zeigen, einen Testspot mit einem Kreuzstrich, mit einer definierten Politur, um einfach mal zu zeigen, was macht die im Vergleich zu einer Rota, im Vergleich zu einer großhubigen, ohne dass es ein Test ist, aber einfach mal zur Einordnung. So viel erstmal zu unserer Vorstellung. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail info@autolegaffen.de oder hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!